Uwe. Hallo Cornelius. Hallo. Wir haben was gemacht, ne? Ja. Und heute stellen wir es vor, ne? Heute kommen wir zur großen Enthüllung. Aber lass uns dazu später kommen. Lass uns erstmal drüber reden, warum wir es denn eigentlich jetzt genau machen. 170 Jahre. Oh ja. Wir zwei zusammen. Wir zwei zusammen, ja, die Firmen. Laco 100 Jahre. Ja. Glückwunsch. Circular 70, auch Glückwunsch. Dankeschön. Tradition muss man erstmal so lange schaffen, hinzubekommen. Genau. Pforzheimer Uhrentradition von zwei etablierten Firmen, Ja. die seit zusammen 170 Jahren Uhren fabrizieren. Also lass uns mal zu dem kommen, was uns eigentlich offensichtlich verbindet. Pforzheim. Pforzheim, genau. Meine Heimatstadt, bin da geboren, aber unsere Marken sind da auch. Gegründet und heute immer noch. Genau, und Pforzheim hat natürlich eine sehr abwechslungsreiche Uhrengeschichte. Ja. Zumindest sind Uhren auch sehr präsent im Alltag auch. Ja. Von vielen Marken sind wenige übergeblieben, unter anderem unsere. Genau, Circular und Laco sind übrig geblieben und haben eigentlich echt viel gemeinsam. Ja. Ja, wir beide haben die Marke im Grunde wiederbelebt. Ja, und unseren Weg gefunden, wie wir es machen wollen. Fliegeruhren, Toolwatches. Und wir haben vor allen Dingen auch, das sehen wir ja oft, wenn wir zusammen auf den Messen sind, sehr, sehr viele Uhrenenthusiasten, die sowohl eine Laco als auch eine Circular haben. Ja, genau. Dann lass uns mal drüber sprechen, was wir gemacht haben. Komm, wir nehmen es einfach mal. Die Designideen waren ja so viele. Wir hatten erst überlegt, nur eine Uhr zu machen, aber wir haben nicht nur eine gemacht, wir haben sogar zwei gemacht. Dann lass uns die mal anschauen. Und zwar die erste in Sandfarbe und die zweite in klassigem Schwarz. Was man auch vergisst bei der ganzen Geschichte ist, wie man zu einem Namen kommt. Denn die Namensgebung unterschätzt man. Aber in dem Fall haben wir, denke ich, eine gute Lösung gefunden. Wir haben sie ProLab genannt. Nicht CoLab, wie es normalerweise genannt wird, ne? Genau. Kollaboration CoLab, sondern ProLab. Ja. Weil Laco Pro, Circular Pro Trail. Circular Pro, beide haben Pro-Uhren. Genau. Und es ist natürlich auch eine Reflexion von Professionalität. Ja. Es sind professionelle Uhren, robuste Uhren, Ja. das, was wir auch machen. Und die DNA von beiden Marken sind in beiden Uhren. Ja, und Lab ist nicht nur Kollaboration, ist auch Labor. So ein bisschen Labor hatten wir auch dabei. Ne? Genau, das, was wir vorher gesagt hatten, wir wollten mal out of the box. Und im Endeffekt sind wir dann bei dem gelandet, was wir in der Hand haben. Zwei Uhren, die die DNA von beiden Marken verbinden. Aber wir wollten ja auch nicht einfach nur Dinge kopieren, die wir schon gewohnt sind und einfach nur Teile tauschen. Wir haben ja auch viel Gedanken gemacht in Kombinatoren, die wir entwickeln. Also das Zifferblatt ist eine Kombination aus beiden Marken. Genau. Und wir haben natürlich dann die Verbundenheit nach Pforzheim mit dem Made in Pforzheim reingebracht. Das finde ich auch echt einen schönen persönlichen Touch. Und dazu haben wir die Minuterie. Mit dem Eisenbahnminuterie haben wir bei beiden Uhren reingebracht. Passt auch zu beiden Uhren, auch historisch. Beide Marken existieren schon lange, genau. Ja. Bei Laco auch bei den Marineuhren. Passt bei den Marken und auch beim Uhrentyp zu beiden Uhren. Es gibt Fliegeruhren mit Eisenbahnminuterien, es gibt Fieldwatches. Klar, die Dirty Dozen sind ja die berühmten Vorbilder. Genau. Die haben die Charakteristiken von beiden Marken, von beiden Uhrentypen und aber auch Gemeinsamkeiten. Und daher denke ich auch, macht es Sinn, das nur im Set anzubieten. Ja. Es gibt ja nur 170, von daher ist das schon ziemlich limitiert. Da muss man schon ganz schön gucken, dass man eine bekommt. Ne? Weltweit. Ja, lass uns mal beschreiben, was die Uhren denn alles so haben und können. Absolut. Das ist ja für viele sehr wichtig. Lass uns mit dem Uhrwerk beginnen. Sellita SW200-1, Elaborieausführung. Bei uns in den Werkstätten nochmal feinreguliert. Ja, genau. Was man von uns beiden Marken gewohnt ist auch. Ja. Und 40 mm Gehäuse. Super Größe. Also ich finde, das ist eine echt 40 tolle Größe ist für geworden. viele der Sweet Spot. Und vor allem beide gleich groß. Ne? Genau. Beide gleich groß ist ein guter Aspekt. Vor allen Dingen, dann können sie ja wirklich getragen werden. Ja, Denn genau. wenn man jetzt die Pro gibt es auch in größere, ne? Ja, die gibt es ja auch in 37, 40 und 43. Das haben wir, hätten wir jetzt 43 und 40 gemacht, dann wäre es ja problematisch gewesen, für einen Arm die beiden zu tragen. Ja, Aber ja. so, gleiche Größe, gleiche Tragbarkeit, sage ich Ja, mal. Da kann man sie auch wirklich nutzen, die Uhren. Das ist auch ein Aspekt, der uns wichtig war. Ja. Dass es Uhren sind, die wirklich getragen werden. Schönes Verhältnis auch von Höhe zu Durchmesser. Alles schöne flache Uhren. Genau. Beide um die 11 mm hoch. Dann haben wir bei beiden thermisch gebläute Stahlzeiger. Ja. Immer schön, besonders bei Fliegeruhren sowieso, ne, im klassischen. Und bei der Pro Trail haben wir das auch. Wenn wir dann zur Krone gehen, da haben wir bei beiden die typischen Kronen für das Gehäuse.
Und dann legen wir noch zum nächsten Highlight, zum Boden. Da ist eine Karte drauf. Ja, Karte von Pforzheim mit den historischen Hauptsitzen der beiden Unternehmen. In Gold. In Gold, ja. Ja, für die Goldstadt Pforzheim. Als guter letztes noch das Band, Segeltuchband mit Ledereinlage und bei beiden mit Schnellwechselsystem. Ja. Super. Was will man mehr, ne? Genau. 2 tolle Uhren. Ein Set. Ein Set, ja. 2 schöne Uhren, ein Set. Guter Stichpunkt. Ja. Ich bin echt froh, dass wir 2 Uhren gemacht haben, die so unterschiedlich sind und nicht 2 gleichartige in verschiedenen Größen oder die sehr ähnlich aussehen. Genau, die sich ergänzen. Sondern dass wir eine Ergänzung haben, Ja. auch für jemanden, der die Uhren tragen möchte. Genau. Was ist hier nochmal nebeneinander hier? Die Der Punkt ist, es sind 2 Uhrentypen als Flieger und Fieldwatch. Ja. Das heißt, man bekommt in einem Set 2 Uhren für 2 unterschiedliche Anlässe. Ja. Was natürlich schon eine tolle Sache ist. Auch die Idee mit der Münze, die wir relativ spät hatten, die fand ich noch ganz gut. Ja, echt eine schöne Ergänzung. Denn die Münze hat ja auf der Rückseite die gleiche Prägung, wie die Gehäuseböden auch haben. Der Boden, genau. Mit der Landkarte wieder Ja, mit ja. der Stadtkarte von Pforzheim. Ja. Das ist schon mal eine runde Sache wieder, ja, tatsächlich. Ja, das Set Wo bekommt man die? bei euch auf der Homepage, bei uns auf der Homepage und bei unseren Händlern. Bei ausgewählten Händlern. Von dem her, viel Glück für alle, die gern ein Set haben möchten. Ich hoffe. Ich hoffe es auch. Bleibt dran. Bis bald.